Der Pharao ist das Herz Ägyptens. Das Land ist sein Körper und das Volk ist sein Blut. Eines Tages wirst du über Ägypten herrschen, mein Sohn. Deine Armeen werden über die grenzenlose Wüste donnern und sie wird unter ihnen erzittern. Genauso wie sie unter den stampfenden Füßen unzähliger Männer erbebte, die unter der brennenden Sonne arbeiteten, um die ewige Ruhestätte deines Großvaters zu errichten. Er war Ägypten, so wie ich jetzt Ägypten bin und so wie du einst Ägypten sein wirst. Sein Gesicht ist mein Gesicht und dein Gesicht. Seine Kraft ist unsere Kraft, denn sein Blut pulst in unseren Adern. Sein ganzes Leben stellte er in den Bau dieses Monuments, das nun über uns wacht. Und als es vollendet war, da war auch sein Leben vollendet. Doch als mein Vater von Anubis hinweggeführt wurde, da kam ein neues Leben auf die Erde. Und als dein Großvater in feines Leinen gewickelt wurde, wurdest du in Windeln gewickelt. Und für Ägypten brach ein neuer Tag an. Irgendwann einmal muss jeder Pharao dem Rufe des Osiris folgen und die Reise ins Land der Unsterblichkeit antreten. Wenn sich der Tag der Herrschaft des Pharao dem Ende zuneigt, beginnt die Nacht seines ewigen Schlafes. Und während er ruhig und ungestört schlummert, wird Ägypten weiterleben. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao mit dem Add-on Königin des Nils Kleopatra. Ich bin euer Dominus und wir starten nun die neue Spielereihe mit dem Nachfolger von Caesar 3 aus dem Hause Impressions Game. Pharao wurde 1999 von Sierra Entertainment veröffentlicht. Das Add-on Königin des Nils Kleopatra erschien im Oktober 2000. Am Spieleprinzip hat sich bei Pharao nichts gegenüber Caesar 3 geändert, allerdings gibt es einige Veränderungen und Verbesserungen, die das Spiel noch interessanter, noch abwechslungsreicher und noch komplexer macht. Ich finde, Pharao ist einer der besten Spiele aus der Sierra Städteaufbauserie. Für alle die Pharao noch nicht kennen und sich mit dem Spieleprinzip stärker auseinandersetzen wollen, habe ich ein Tutorium erstellt, wo wir Schritt für Schritt unsere Stadt entwickeln können. Ich werde dabei auf die verschiedenen Punkte wie zum Beispiel Nahrungsmittelversorgung, Religion und Kultur im Detail eingehen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, sofort in die Kampagnen einzusteigen. Gut, genug der Vorrede. Starten wir unser Tutorium und schauen uns mal das Spiel an. So präsentiert sich also der Desktop, wenn wir bei Pharao eine Mission oder eine Kampagne starten. Caesar 3 Spieler werden festgestellt haben, dass sich am Design des Desktops sich nicht viel geändert hat. Das erste, was ich mache, ist die P-Taste drücken, dann sind wir im Pausenmodus und wir können uns die Karte in Ruhe anschauen, indem wir hier mit der Maus an die Kartenränder gehen und somit hin und her scrollen können. Wir können allerdings auch hier auf der rechten Seite die Minimap uns anschauen und können in der Minimap hineinklicken und wir sehen dann immer den aktuellen Kartenausschnitt gekennzeichnet hier mit dem gelben Rand. Die obere Leiste hier beinhaltet den Dateibutton, wo ich Spiele laden, speichern und löschen kann. Hier kann ich das Spiel auch verlassen oder neue Spiele starten. Mit der Escape-Taste kann man aber auch wesentlich schneller das Spiel verlassen. Mit dem Optionsbutton können wir Anzeige, Sound und Geschwindigkeit ändern sowie weitere Einstellungen am Spiel durchführen, wie zum Beispiel auch der Schwierigkeitsgrad. Wir spielen hier immer den Schwierigkeitsgrad schwer. Der Hilfe-Button gibt noch verschiedene Infos und der Aufseher-Button beinhaltet alle Aufseher, die wir hier entsprechend anklicken können.
Den haben wir allerdings hier auf der rechten Seite auch nochmal hier. Aktueller Stand unserer Stadtkasse, Bevölkerungszahl. Dieses Symbol mit der Pyramide und den Pfeilen zeigt an, dass wir hier die Karte drehen können, einmal gegen den Uhrzeigersinn und einmal im Uhrzeigersinn. Ja, und das Datum der aktuellen Mission oder Kampagne, die wir spielen. Auf der rechten Seite haben wir die Leiste mit der Minimap, den Aufsehern und die Weltkarte. Ja, und hier ist unser Baumenü mit den verschiedenen Rubriken, die wir jetzt im Laufe des Tutoriums durchgehen werden. Hier unten können wir noch Aktionen rückgängig machen. Die Papyrusrolle zeigt uns aktuelle Nachrichten an. Dieses Symbol führt uns zu aktuellen Problembereichen und hier können wir nochmal Aufgaben uns anschauen, die bei den Kampagnen entsprechend gestellt werden. Bei Pharao gibt es 3 Landschaftstypen, die sich vom Klima her unterscheiden. Hier haben wir den Landschaftstyp mit einem normalen Klima. Und zwar ist das der Landschaftstyp, wo wir den Nil, die Lebensader von Ägypten haben. Beidseitig des Flusses haben wir hier fruchtbare Gebiete mit frisch grünen Signaturen. Und je weiter wir uns vom Nil entfernen, desto unfruchtbarer wird es, bis wir hier in der Wüste sind. Dann gibt es den Landschaftstyp mit dem schwülen Klima. Da befinden wir uns in dem Delta-Bereich des Nils, wo wir große Flächen mit frisch grüner Signatur haben und wirklich nur an den äußersten Rändern haben wir dann die Wüste. Und wir haben den Landschaftstyp mit dem trockenen Klima. Hier befinden wir uns wirklich in der Wüste und wir haben immer nur eine kleine Oase, wo wir siedeln können und wo es Ressourcen und fruchtbares Gebiet gibt. Alle 3 Landschaftstypen oder Klimazonen haben die gleiche Ressourcenkennzeichnung. Im Bereich des Nils haben wir hier die Signatur des fruchtbaren Nilschlamms, wo wir Ackerbau betreiben können. Eine weitere Ressource sind hier diese Waldbestände, wo wir Holz schlagen können. Hier haben wir eine neue Ressource, nämlich Schilf, aus dem wir Papyrus herstellen. Und Ton, den wir schon aus Caesar 3 kennen, hat keine spezielle Ressourcenkennzeichnung. Ton können wir überall in den Uferbereichen der Gewässer abbauen. Auch bei Pharao haben wir Gesteinsformationen, wo wir Bergbau und Steinbrüche betreiben können. Diese können wir hier im gesamten Bereich dieser Gesteinsformation errichten. Allerdings für die Ressource Gold und Kupfer gibt es erstmalig eine spezielle Ressourcenkennzeichnung. Wie zum Beispiel hier für Gold sind diese Gesteinsformationen mit goldfarbenen Nuggets gekennzeichnet, bei Kupfer sind sie kupferfarben. Alle 3 Klimazonen haben ihre speziellen wilden Tiere, die in dieser Landschaft leben, die wir bejagen können, um Nahrungsmittel zu produzieren, wie zum Beispiel hier Strauße oder Karibus. Es gibt aber auch gefährliche Tiere, die unsere Arbeiter, Bürger und Händler angreifen können, wie zum Beispiel hier im Bereich des Nils Flusspferde oder Krokodile und in den Wüstengebieten Hyänenrudel, Skorpione oder auch Schlangen. Wie wir damit umgehen, zeige ich dann später im Tutorial. Die 3 Klimazonen oder Landschaftstypen bei Pharao haben keinen großen Einfluss auf unsere Stadt und Stadtentwicklung. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Stadt hier auf diesen fruchtbaren Flächen mit der frischgrünen Kennzeichnung errichten, da einige Dienstleistungsgebäude nur hier entsprechend errichtet werden können. Zudem müssen wir darauf achten, ob unsere Provinz Schilf als Ressource hat. Denn im Schilf leben Moskitos und Moskitos übertragen Malaria. Und Malaria kann nur durch eine Apotheke behandelt werden. Das heißt, da wo ich Schilf abbaue, muss meine Stadt auch eine Apotheke haben. Wir werden jetzt hier im normalen Klima in der Nähe des Nils unsere Stadt errichten.
Das A und O einer guten Stadtentwicklung ist natürlich die Lage für unsere Stadtgründung. Wie schon erwähnt, müssen wir hier in diesem fruchtbaren Gebiet unser Stadtgebiet planen. Zudem sollten wir aber auch darauf achten, dass Ressourcen nicht zu weit weg liegen, besonders für die Nahrungsmittelproduktion, wie hier zum Beispiel der fruchtbare Nilschlamm. Aber auch nicht zu weit von dieser Straße hier entfernt. Diese Straße stellt die Verbindung zum übrigen Königreich dar. Über diese Straße werden Migranten in unsere Stadt einwandern und auch Händler in unsere Stadt kommen, um zu handeln. Leider hat diese Straße keinen vordefinierten Migrationspunkt, wie wir es bei Caesar kennen. Wir wissen also nicht, von welchem Punkt aus unsere Siedler in die Stadt einwandern. Wir werden unsere Stadt hier in diesem Bereich gründen. Wir haben hier die Möglichkeit, Nahrungsmittel anzubauen und die Straße ist auch nicht weit. Ich habe jetzt hier mit dem Bau des ersten Wohngebietes in unserer Stadt begonnen und ich habe jetzt hier einen Block in 17 x 7 mit dieser Straße hier entsprechend errichtet, sodass wir hier drinnen einen bebaubaren Bereich von 5 x 15 haben. Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit dem Bau des ersten Wohngebietes. Ich werde jetzt hier im Abstand von 2 Feldern um diesen Block herum noch eine Straße errichten. Straßen können wir hier über diesen Button errichten und wie bei Caesar 3 linke Maustaste gedrückt halten, können wir hier ziehend die Straßen bauen. Alle Kosten, die wir durch den Bau verursachen, werden automatisch von unserer Stadtkasse abgezogen. So, mein Wohngebiet ist jetzt fertig und es ist komplett anders als bei Caesar 3. Das liegt daran, dass einige Dienstleistungsgebäude bei Pharao anders funktionieren und ich deswegen ein neues Konzept erstellt habe. Ihr könnt natürlich eure eigenen Wohngebiete konzipieren. Wichtig ist dabei weiterhin, dass wir so wenig Kreuzungen wie möglich bauen. Das Spieleprinzip ist ja gleich wie bei Caesar 3. Die Entwicklung unserer Stadt ist abhängig, dass unsere Bürger mit Gütern und Dienstleistungen versorgt werden. Allerdings gehen unsere Bürger nicht zu den Dienstleistungen oder zu den Gütern, sondern Güter und Dienstleistungen müssen zu unseren Bürgern in Form von speziellen Personen, die hier diese Straßen entlang gehen und somit einen Zugang zu Gütern und Dienstleistungen ermöglicht. Ich werde hier im Inneren alle Dienstleistungsgebäude errichten, die für die Entwicklung der Wohngebäude wichtig sind. Der Kranz hier wird entsprechend mit Wohngebäuden bebaut. Alle Gebäude, die Arbeitsplätze benötigen, brauchen den Zugang zum Arbeitsmarkt der Stadt, indem sie Zugang zu den Wohngebäuden haben. Und deswegen ist auch diese Bauform hier optimal, da hier im Inneren alle Dienstleistungsgebäude einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, weil sie hier diese Straße haben. Ich habe aber auch hier außerhalb die Möglichkeit, Produktionsstätten, Lagerhäuser, Silos und weitere Dienstleistungsgebäude zu errichten, die dann über diese Straße einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass wir unsere ersten Wohngebäude errichten. Das machen wir hier über diesen Button Wohnungen bauen und wie bei Caesar 3 bauen wir keine Gebäude, sondern weisen Parzellen aus. Dafür müssen wir natürlich den Pausenmodus wieder deaktivieren und auch hier linke Maustaste gedrückt halten, können wir ziehend mehrere Parzellen direkt ausweisen. So, dann können wir jetzt die Geschwindigkeit mal etwas erhöhen. So, und dann schauen wir mal, von wo unsere ersten Siedler in unsere Stadt einwandern. Da kommen unsere ersten Siedler und wir können alle Personen in unserer Stadt mit der rechten Maustaste anklicken und die geben uns dann einige Informationen. Ich habe gehört, dass hier jeder Arbeit finden kann, der Arbeit sucht. Ja, das ist nett. Warten wir jetzt erstmal, bis alle Parzellen entsprechend besiedelt sind. Ja, die ersten Siedler sind da und auch hier ist es so, es werden die Parzellen als erstes besiedelt, die auch als erstes ausgewiesen worden sind.
Ja, und wir sehen hier auch ein Phänomen, dass 4 Gebäude in einem 2x2 Block sich zu einem großen Gebäude zusammenschließen können. Wir haben jetzt hier die einfache Hütte. Wir können alle Gebäude mit der rechten Maustaste anklicken und die einfache Hütte ist die erste Entwicklungsstufe unserer Wohngebäude und wir können halt sehen, was benötigen unsere Bürger, um sich weiterzuentwickeln. Und in dem Fall wäre das jetzt hier Wasser. Wir können auch hier sehen, welche Güter eingelagert sind, wie viele Bewohner in diesem Gebäude wohnen und für wie viele noch Platz ist. In dem großen Block können 20 Personen wohnen. Hier noch weitere Informationen, wie zum Beispiel, ob Steuer eingetrieben werden oder ob Straftaten begangen worden sind. Wenn wir in unserer Stadt die ersten Wohngebäude haben oder wir Dienstleistungsgebäude und Produktion errichten, besteht auch im alten Ägypten die Gefahr, dass diese Gebäude in Flammen aufgehen oder einstürzen. Wir haben hier die Spezialkarten. Wenn wir die anklicken, sehen wir die einzelnen Themen, die uns dann in einer schematisierten Form uns Informationen über die Stadt geben können. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Risiken uns anschauen, beinhalten die Risiken Feuer, Kriminalität, Krankheit, Malaria und Schäden. Und wenn ich jetzt hier auf Feuer gehe, kann ich hier die schematische Karte sehen und wir sehen hier die einzelnen Gebäude, die durch eine Säule gekennzeichnet wird. Und diese Säule wächst, je höher die Brandgefahr ist. Wir lassen jetzt mal das Spiel etwas laufen und gucken mal, wie sich diese Säulen verändern. Ja, mittlerweile ist die Brandgefahr gestiegen. Wenn wir draufklicken, sehen wir das, dass es hier eine gewisse Brandgefahr besteht. Wenn wir hier auf Normal klicken bei den Spezialkarten, kommen wir wieder in den normalen Ansichtsmodus. Um die Feuergefahr zu minimieren und eventuelle Brände zu löschen, gehen wir hier auf den Button Öffentliche Einrichtungen und da finden wir die Feuerwache. Die müssen wir als erstes errichten und ich baue sie hier in meinem inneren Block. Dafür müssen wir natürlich den Pausenmodus wieder deaktivieren. Wir können im Pausenmodus nicht bauen und errichten jetzt hier die Feuerwache. Und wie bei Caesar 3 wird dieses Gebäude einen Arbeitsrekrutierer aussenden, der nach Arbeitskräften sucht und die findet er, wenn er hier an diesen Wohngebäuden entlang geht. Ist das Gebäude aktiv und hat seine Arbeitskräfte, weht ein Fähnchen oder ist es anders animiert und die entsprechende Person wird ihren Dienst entsprechend beginnen. Da sehen wir ihn, den Arbeitsrekrutierer, das Fähnchen und da sehen wir unseren Feuerwehrmann, der jetzt die Straßen patrouilliert. Und wenn wir jetzt hier auf Risiken gehen und Feuer, können wir sehen, wie hier die Gefahr schon minimiert wurde. So, und wenn er jetzt hier entlang geht, sehen wir, wie die Säulen wieder nach unten gehen. Das gleiche gilt auch für die Schäden. Um Schäden vorzubeugen, gehen wir hier wieder auf den Button Öffentliche Einrichtungen und da haben wir das Architekturbüro. Das errichten wir direkt hier neben der Feuerwache und das Prinzip ist das gleiche. Arbeitsrekrutierer geht raus, findet Arbeitskräfte, Gebäude ist aktiv, Fähnchen weht und hier sehen wir den Architekten, der jetzt die Straße entlang patrouilliert und nach unseren Gebäuden schaut. Das ist das Erste, was wir errichten sollen, damit unsere Stadt nicht in Flammen aufgeht und auch nicht einstürzt. Auch diese Gebäude können wir anklicken und dann sehen wir, dass halt 5 Angestellte benötigt sind und diese sind auch entsprechend vorhanden. Jetzt, wo wir die ersten Dienstleistungsgebäude aktiv haben, gehen wir hier zu unseren Aufsehern und wir gehen zu dem Aufseher der Arbeitskraft. Hier sehen wir die einzelnen Bereiche, wie viele Arbeitskräfte nötig sind und wie viel vorhanden. Feuerwache und Architekturbüro laufen über die Infrastrukturen und wir sehen, dass 11 benötigt sind und wir auch 11 Mitarbeiter haben. Wir haben allerdings eine Arbeitslosenquote von 64%. Das ist natürlich relativ hoch.
Das müssen wir jetzt schnell nach unten bringen, damit die Stimmung in der Bevölkerung nicht schlechter wird. Wir sorgen erstmal dafür, dass sie besser wird, indem wir mehr Löhne bezahlen als im Königreich. Die Währung im alten Ägypten ist Deben und wir bezahlen jetzt mal 31 Deben. Ja, und hier können wir nochmal sehen, wie viel Ausgaben bei den Löhnen erwartet wird. Gleichzeitig werden wir hier bei dem Finanzaufseher die Steuern auf 0 setzen. In dem Stadium brauchen wir noch keine Steuern zu erheben. Es fördert die Migration und natürlich eine bessere Stimmung. Ja, kümmern wir uns jetzt um die Weiterentwicklung unserer Wohngebäude. Unsere Bürger brauchen jetzt Zugang zu Wasser. Wasser finden wir hier unter den Gebäuden für Gesundheit und Hygiene. Und da finden wir den Ziehbrunnen und die Zisterne. Normalerweise baue ich direkt die Zisterne, aber da wir unsere Stadt ja hier Schritt für Schritt entwickeln, werde ich jetzt den Ziehbrunnen als erstes bauen. Der Ziehbrunnen ist die einfachste Wasserversorgung, ein Feld groß und muss hier in diesem grünen, fruchtbaren Bereich gebaut werden. Warum ist das so? Wenn wir nochmal in die Spezialkarten gehen, unter Wasser, können wir hier den hellblauen Bereich sehen. Das ist der Bereich, der Grundwasser hat. Und wir können natürlich Brunnen und Zisternen nur da errichten, wo auch Grundwasser vorhanden ist. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Wohngebiete hier in diesem grünen, fruchtbaren Gebiet errichten müssen. Ich habe allerdings hier einen kleinen Trick angewendet, um auch hier die unfruchtbaren Gebiete zu besiedeln, indem ich nicht mehr als die Hälfte des Wohngebietes hier in diesem grünen, fruchtbaren Gebiet errichtet habe. Wie das im Einzelnen funktioniert, werde ich nachher zeigen. Jetzt bauen wir aber erstmal unsere Ziehbrunnen. Ja, wir sehen, unsere Wohngebiete haben sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt die feste Hütte und unsere Einwohner benötigen nun Nahrungsmittel, um sich weiterzuentwickeln. Mit der Produktion von Nahrungsmitteln und deren Verteilung werden wir uns im nächsten Tutorium beschäftigen. Bis dahin, alles Gute, tschüss, euer Dominus.